Deutsch lernen durch Hören. Altes Paar. Marco wohnt seit kurzem in einem umgebauten VW-Bus auf dem Campingplatz. Mit dem linken Nachbarn hat er sich bereits angefreundet. Die Nachbarn auf der rechten Seite lernt er erst an diesem Wochenende kennen. Sie kommen mit einer riesigen Kühltasche. Diese stellen sie erst einmal vor dem Wohnwagen ab. Es sind ältere Leute, sicher schon über 70 Jahre alt. »Herbert, kannst du mir mal die Tür öffnen?« »Ja, mein Schatz.« Der Mann hat den Satz der Frau vollendet. Er öffnet die Tür. Die Frau klettert umständlich in den Wohnwagen. Marco sieht, dass der alte Mann Schwierigkeiten mit der großen Kühltasche hat. »Kann ich Ihnen helfen?« Die Frau kommt zurück zur Tür. »Junger Mann, das schafft der Herbert noch ganz gut alleine. So alt ist er noch nicht. Aber danke trotzdem.« Ihr Kopf verschwindet wieder im Wagen. Der alte Mann dreht sich um. Er schüttelt den Kopf. »Ja, so ist sie, meine Else. Für sie bin ich immer noch 30 Jahre alt.« Er muss lachen. Auch Marco lacht. Er findet den Mann nett. Herbert trägt die Kühltasche mit großer Mühe. Marco geht zu dem Mann und hilft ihm. »Psst, nichts sagen, ich verrate auch nichts.« Herbert lächelt dankbar. »Das habe ich gehört«, ruft Else aus dem Wagen. »Ich bin alt, aber nicht taub.« Jetzt müssen alle drei lachen. »Vor meiner Frau kann man nichts verbergen«, sagt Herbert. »Wir sind schon über 50 Jahre verheiratet. Sie hört, was ich denke.« »Aber dafür weiß ich auch, was du möchtest, mein Lieber. Und jetzt willst du ein kaltes Bier«, sagt die Frau. Herbert nickt. Else gibt ihm eine Flasche in die Hand. Eine zweite gibt sie Marco. Die dritte nimmt sie selbst. Auf gute Nachbarschaft. Deutsch lernen durch Hören.